darf heute anfangen. Hallo zusammen erstmal. Wir haben uns mal überlegt, dass wir jetzt euch mal so ein bisschen was erzählen, was in den letzten 2 Wochen alles passiert ist. Das war nämlich so eine ganze Menge und wir sind so ein bisschen platt tatsächlich. Willst du mal anfangen, Jürgen? Ja. Ups. Ja, ich bin nicht nur platt, ich bin auch sehr, 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 sehr schlecht drauf, was bei so einer Reise natürlich auch mal vorkommt. Mein Portemonnaie ist weg und in diesem Wagen sind mittlerweile 20.000 Einzelteile drin, die jetzt auch rausfliegen werden. Und dann wird vielleicht mein Portemonnaie auch wieder auftauchen, aber im Moment bin ich verständlicherweise entsprechend schlecht drauf. Aber es gibt auch ein paar schöne Sachen, wie dieser Kaffeesack, der hier auf dem Tisch liegt. Kann man den sehen? Der war jetzt am Anfang der letzten 3 Tage so ein bisschen so, hat er uns gefunden und hat eine Rolle gespielt. Und na klar, darf man den Kopf nicht hängen lassen, muss man einfach weitermachen und abliefern. Und deswegen finde ich das schön, dass wir uns hier heute sprechen. Mal wieder aus der Nähe des Schalkenmeer an der Maas. Und warum wir hier sind, erzählt euch jetzt die Alex mal. Warum wir hier sind? Ja, wir sind hier, weil seit letzten Montag haben wir unsere Wohnung abgegeben. Also da haben wir die Übergabe gemacht mit dem Nachmieter. Wir haben das Wochenende davor fleißig ausgeräumt und also die Wohnung ausgeräumt, Kisten gepackt. Zuerst sah es noch richtig gut aus, haben wir alles schön sortiert. Und am Ende, wie das immer so ist, ne, der Rest alles in eine Kiste und am Ende den Überblick verloren. Deswegen haben wir jetzt im Bronco auch noch so ein bisschen Chaos. Und wir haben tatsächlich gemerkt, da muss ganz viel wieder verschwinden. Wir haben viel zu viel mitgenommen, das brauchen wir sowieso nicht alles. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen ausräumen. Und warum sind wir hier? Ja, weil der Bronco jetzt unser Zuhause ist und wir uns als erstes Ziel hier das Schalkenmeer an der Maas ausgesucht haben, wo wir schon häufiger gewesen sind, in der Pension, im Hotel und im Schäferwagen direkt am Wasser. Und wir lieben diesen Ort und deswegen sind wir jetzt erstmal hierher gefahren. Ja, wieder das Thema der 20.000 Kleinteile. Und es gab noch so ein paar mehr Sachen neben dem Umzug der Geschichte mit dem Computermuseum in Oldenburg. Habt ihr das überhaupt euch mal angeschaut? Das ist ein sehr, sehr schönes Video. Das werde ich euch oben mal einblenden. Und dieses Video gefällt mir deswegen so gut, weil es auch so einen richtigen Schnitt ausgelöst hat. Der Timo hat das ja schon so ein bisschen gesagt auf LinkedIn. Du wirst froh sein, wenn du dich von deinem ganzen Ballast befreist. Und so wird es auch mit diesem schrecklichen Portemonnaie sein. Man darf ja nicht fluchen auf YouTube. Und dann kriegen wir das auch entsprechend hin. Und dann den Umzug, der hat uns schier alle Kräfte geraubt. Dieser Umzug war nicht gerade unanstrengend, aber wir sind jetzt eigentlich so, dass wir loslassen können, dass wir auch losgelassen haben, dass wir auch noch viel weitere Sachen verkaufen werden, sodass wir halt dann in wenigen Tagen, wie ich es finde, dann auch losfahren können. Ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Aber die letzten 2 Wochen ist eigentlich noch viel mehr passiert. Der Bronco, der hatte nämlich zwischendurch auch wieder mal die ein oder andere Kinderkrankheit, kann man ja nicht sagen. Der ist ja schon alt, ne? Also der hatte, was hatte er denn für Schäden? Das kannst du besser erzählen. Du hast dich damit rumgeschlagen. Wir waren ja in Italien bei Adoche, wie ihr wisst. Habt ihr bestimmt auch in dem schönen Video gesehen. Und da sind wir 2000 Kilometer am Stück gefahren und haben den auch ordentlich mal getreten, den Wagen. Wir waren ja oben über den San Bernardino-Pass gefahren. Da knarzte der so ein bisschen und alles super. Bis auf der Rückfahrt es auf einmal kein Gas mehr gab. 100 Kilometer vor dem Ziel, ne? Mitten in der Nacht. Ja, typisch halt, ne? So Montabaur oder so. Wir hatten noch genug Gas an Bord, aber die Gasanlage wollte einfach nicht mehr. Und das war dann an dem Abend nicht, aber das war dann an einem Folgeabend.
Da ging unser Audiosystem an und glaubt es uns bitte, noch nie ging das Audiosystem an. Ja, war eine lustige Überraschung, was wir da alles so haben. Also wir entdecken sowieso immer mehr in dem Auto. Das Audiosystem war jetzt das Highlight, glaube ich, in den letzten Wochen. Tatsächlich gibt es einen CD-Spieler, der ist total versteckt. Der funktioniert auch. Das Audiosystem kann man auch mitarbeiten, ist ein bisschen in die Jahre geraten, aber ja, besser als nichts. Und jetzt haben wir ein Audiosystem an Bord. Also Gasanlage ging kaputt, Audiosystem an, auch noch der Rückfahrspiegel funktionierte auf einmal und der Motor lief auch besser irgendwie. Aber die Gasanlage, die wollte erstmal nicht mehr und dann sind wir 3-mal zum Gasmann gefahren und letztendlich hat es an einem Sensor von Bosch gelegen, der uralt war, auch ziemlich versteckt eingebaut war im Motor. Wie, was willst du denn sagen? Also es waren keine Widerstände kaputt gegangen, sondern Sicherungen. Was ja auch eine Art von Widerstand ist. Und wir sind, glaube ich, heute so in diesem Widerstandsthema. Deswegen müssen wir das aufbrechen. Ja. Also nachdem die Sicherungen ersetzt waren, neue Bosch-Sensor reinkamen, fuhr das Auto wieder. Und hier sind wir auch gut wieder hingekommen mit Gas. Apropos Gas. Der Gasherd geht jetzt dank unseres Gasmanns auch wieder. Der hat den repariert. Der funktioniert jetzt wieder innen drin. Allerdings nur eine Platte. Mit der zweiten kommen wir nochmal wieder. Wir wissen nicht, warum die nicht funktioniert. Die geht an, aber auch direkt wieder aus. Und da ist irgendwas auch noch nicht in Ordnung. Die Leute sind ja immer so nett. Ne? Die sind ein bisschen dann in der Werkstatt. Die wissen, ja, die Leute, die wollen jetzt in die Weltreise gehen. Was kann ich denn noch für euch tun? Was braucht ihr noch? Dann fiel mir der ganze Gasanschluss an. Also das Kochgas. Und dann hat er das auch noch gleich mitgemacht für einen guten Preis. Und das fand ich schon toll. Sowas motiviert mich auch, wenn Leute mitdenken und uns auch zu verstehen geben. Wir sind nicht einfach nur irgendwelche Kunden, sondern wir müssen auch geholfen bekommen, weil letztendlich können wir auch nicht alles. Ne? Ja, was liegt jetzt in der Zukunft an? Wir arbeiten gerade an einem fetten Internetauftritt für eine Projektentwicklungsgesellschaft im Webflow-Bereich, an der Gründung eines Instituts und noch an ein paar mehr grafischen Arbeiten. Das heißt, wir haben im Moment sehr, sehr viel zu tun, was aus Richtung der Kaufkraft kommt. Und morgen sind wir erstmal beim lieben Paul von der Deutsche Telekom. Ja, da sind wir ab mittags zu Gast und freuen uns schon. Da ist halt so ein kleines Sono noch aufgebaut im Trainingscenter dort, CXC, ne? Trainingscenter. Und das gucken wir uns morgen nochmal an. Das haben wir ja abgegeben, das Sono. Und zusammen mit dem neuen Eigentümer werden wir jetzt da mal morgen zu Gast sein. Und wir freuen uns, wie gesagt. Wichtig verbessern. Innovationszentrum, nicht Trainingszentrum. Oh ja. Trainingszentrum hört sich wieder so nach viel Arbeit an. Nee, morgen geht's da mal ganz locker zum Paul. Wir nehmen die neuen Sono-Besitzer mit. Und danach werden wir uns irgendwo an den Rhein verkrümeln und noch ein paar Tage am Rhein bleiben. Und dann diesen ganzen Ärger ausstehen. Und wenn sich das Portemonnaie nicht mehr findet, dann nehmen wir erstmal den ganzen Bronco auseinander und dann ist es halt so. Ja, dann hat man wieder eine Reduktion, dann sperre ich den ganzen Kram da drin und kaufe mir ein neues Portemonnaie. Auf Wiedersehen. Na gut, dass du das jetzt so siehst. Ist natürlich auch wieder mit viel Arbeit verbunden. Neue Reisepass, der passte da gar nicht rein zum Glück, sonst wäre der auch noch weg. Personalausweis, Führerschein und was man da sonst noch so alles drin hat. Gott sei Dank kein Bargeld. Elektronisches Geld. Genau. Das ist schon schlimm genug. Ja, das ist auch schlimm. Ja. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ach ja, gestern hatten wir hier Besuch tatsächlich auf dem Campingplatz. Oder es ist ja kein Campingplatz, es ist der Wohnmobilstellplatz hier am Schalken-Meerener. Hatten wir Besuch vom lieben Dennis und von Erwin mit der kleinen, süßen Hanna. Das ist der neue Hund von den beiden und die hatte total viel Spaß. Die war auch im See schwimmen und ja, war nachher todmüde. Ja, richtige Freude, die beiden. Das ist echt lustig.
kommen einfach vorbei, wenn man sie einlädt, egal wo man ist. Und unterstützen uns, so wie es geht. Die wollen auch vielleicht unsere Abschiedsparty so ein bisschen featuren. Und haben sich mit unserem Koch verbrüdert. Alles gut. Also tolle Sachen, hat man Spaß dran. Und ich glaube, das war's für heute. Es ist ziemlich kalt hier draußen. Ich will jetzt rein. Lad gleich noch das Video hoch. Und wie immer, das letzte Wort. Ja, heute mal ohne Gezerre. Ja. Die Alex. Du weißt ja schon, dass ich das letzte Wort habe. Dann brauche ich nicht mehr zerren. Ja, es ist wirklich eisig kalt. Ich fange auch schon an zu zittern. Und wie ihr vielleicht hört, bin ich auch ziemlich angeschlagen. Irgendwie hat es mich erwischt. Ich dachte erst, das ist Allergie, aber es scheint mehr zu sein. Und ich hoffe, dass das morgen wieder weg ist und die Woche gut anfängt. Mit leichtem Hochsommer. Mit leichtem Hochsommer, ja. Tschüss. Ja, Bis tschüss. bald.